Hass ist nicht egal. Jo Leute, wenn ihr das seht, abonniert den Channel, denn genau darum geht es jetzt bei Hass ist nicht egal. Um Views, um Subs und um Kriterien von YouTube, die ich kritisieren möchte. YouTube belohnt die Leute, die viele Subs haben, die unheimlich viel Viewtime haben, berücksichtigt dabei allerdings nicht, warum die geschaut werden, warum sich die Leute den Content reinziehen. Das hat also mit der Qualität der Videos manchmal nichts zu tun. Und ich denke, dass man an solch einem Punkt überlegen könnte, ob man zur Eindämmung des Hasses nicht einfach andere Kriterien heranzieht, indem man den Leuten halt einfach sagt, wir können keine Subs und keine Viewtime mehr als Kriterium heranziehen, weil dabei dann Leute belohnt werden, die einfach Content erstellen, der auf der Plattform weniger erwünscht ist. Hass sollte nicht dazu führen, dass Leute Subs bekommen und Viewtime bekommen, weil die Leute dann gucken wollen, wie sich der betreffende Creator mit dem nächsten Video wieder in die Nesseln setzt, sondern der sollte entfernt werden, nicht belohnt werden. Ich finde es besser, wenn YouTube selber auf die Idee kommen würde, Creator zu belohnen, die sich in der Academy engagieren. Dort könnte YouTube selber auch nötiges Wissen vermitteln, nicht nur wie man Videos erstellt, was für Formate es gibt, sondern vielleicht auch einfach ein paar ethische Grundfragen aufwerfen, verschiedene Standpunkte dazu erläutern, damit es zu einer gepflegten Diskussion kommt. Und anhand der gemachten Kurse in der Creator Akademie könnten dann Features freigeschaltet werden. Du kannst dann Thumbnails verwenden, du kannst Infokarten verwenden, du kannst Endkarten verwenden. Letztendlich könntest du irgendwann in die Monetarisierung kommen oder du könntest den Community-Tab halt verwenden. Dafür sollte man schon so ein bisschen soziales Fingerspitzengefühl haben und das halt auch moderieren können. Ich denke, dass ein Kurs in der Academy, also ein YouTube-Führerschein, da angebracht wäre. Ich weiß auch nicht genau, wie YouTube darauf kommt, Werbung nur zu schalten bei Leuten, die entsprechende Subs haben und entsprechende Views, weil für die Werbung, die abgespielt wird, kommt es nur darauf an, dass das Video einmal von demjenigen aufgerufen wird, der es schaut und dann dabei auch die Werbung konsumiert. Das ist eben gerade nicht Fernsehen, wo man ein Riesenformat braucht, um Millionen zeitgleich vor dem Bildschirm zu haben, sondern der Content steht bereit, wird abgerufen, wenn da Leute den auffinden und schauen wollen und damit hat sich die Sache erledigt. Also dieses Abstellen auf Views und Subs benachteiligt kleine Kanäle, die vielleicht Spartenkanäle sind. Und ich sehe jetzt nicht ein, warum zum Beispiel ein kleiner Channel, der die städtische Bücherei zum Beispiel fördern möchte durch seine Einnahmen, da nicht monetarisieren sollte. Und andere Leute, die halt einfach nur durch die Gegend brüllen, denen wird es dann gestattet, weil die mehr Views und mehr Subs haben. Und im Übrigen die ganze Industrie, die im Internet existiert, für Views und für Subs, denen könnte man das Wasser abgraben, indem man sagt, wir stellen nicht mehr darauf ab, sondern wir stellen darauf ab, dass ihr euch bildet und die Creator Akademie macht, da die Kurse belegt und wer sich da engagiert, der wird belohnt. Das wäre ein konstruktiver Vorschlag, wie man Hate im Internet eindämmen könnte, insbesondere auf YouTube, denn die Leute würden sowas nicht mehr produzieren, um an die Views und die Subs zu kommen. Diese Sensationsgier geht mir sowieso auf den Sack, weil ich eigentlich persönlich viel lieber was total Ruhiges mache. Großes Kino, viel Lärm um nichts. Ich entwerfe jetzt gerade wieder mein kleines Endband. Es sieht einfach so aus, dass man den Leuten, die Knippes auf YouTube bauen, um Sensationen zu produzieren, denen sollte man halt einfach Wind aus den Segeln nehmen und sagen, das ist überhaupt gar nicht nötig. Du musst keine Sensation, kein super virales Video produzieren. Du kannst die Features benutzen, wenn du dich ein bisschen engagierst und einbringst und
Damit würde, glaube ich, insgesamt auch Schaden von der Community und von der Gesellschaft abgewendet werden durch Leute, die halt Pranks produzieren und ähnliche Geschichten. Die würden sich das vielleicht vorher nochmal vernünftig überlegen und etwas machen, was vielleicht mehr Spaß macht, dafür allerdings weniger Views bringt.